Guten Tag. In diesem Video möchte ich auf einen Versuch eingehen, der in dem unten eingeblendeten Kanal zu sehen ist. Das spezielle Video habe ich als Link in die Videobeschreibung eingestellt. Offensichtlich war der Experimentator von seinen Messungen etwas überrascht und wir wollen jetzt die Spannungen, die der Experimentator da gemessen hat, durch Rechnung nachvollziehen. Den Experimentaufbau habe ich hier skizziert. Es ist hier ein zylinderförmiger Magnet zu sehen mit Nordpol und Südpol, der auf einer elektrisch leitenden Achse ist und mit der Winkelgeschwindigkeit Omega rotiert. Hier genau das Gleiche, ein zylindrischer Magnet mit Nord- und Südpol, der auch auf einer Achse ist und sich mit Omega drehen kann. Die beiden Magnete sind mit insgesamt 4 Gewindestangen am Rand miteinander verbunden. Der Experimentator hat diese Magneten mit der Winkelgeschwindigkeit Omega drehen lassen. Ich habe hier den Drehsinn so gewählt, dass der Omega-Vektor nach links zeigt. Er hat also die Spannungen hier zwischen den beiden Magneten gemessen und er hat die Spannung zwischen den beiden Achsen gemessen und war über seine Messungen wohl etwas überrascht. Wir wollen jetzt erstmal von der Theorie her sehen, welche Spannungen zu erwarten sind. Wir fangen hier an mit einer Kontur, die so verläuft und wir gehen der Einfachheit halber davon aus, dass diese ganzen Rand- und Störeffekte, die es ja im Experiment in Wirklichkeit gibt, nicht berücksichtigt werden. Mir geht es auch letztendlich bei dem Vergleich mit dem Experiment nicht um eine quantitative Bestätigung, sondern um eine qualitative Bestätigung. Bevor wir mit den ganzen Rechnungen anfangen, schreiben wir uns noch einmal das Induktionsgesetz auf. Wir haben eine ruhende Kontur und von daher ist auf jeden Fall keine Flussänderung vorhanden. Somit können wir das Induktionsgesetz schon stark vereinfachen. Wir nehmen uns als erstes die Strecke AB vor und wir schauen von dieser Seite auf den Magneten. Wir nehmen uns hier als erstes die Strecke von A nach B vor. Da wir eine ruhende Kontur haben, ist die Geschwindigkeit der Kontur natürlich 0, das heißt, dieser ganze Ausdruck fällt weg. Hier, das ist das Transformationsgesetz. Wenn die Geschwindigkeiten nicht zu groß sind, fällt ja das Gamma hier vorne wieder weg. Die Argumentation ist wie in den letzten Videos auch. Wir wissen, das bewegte System, also das System, in dem der drehende Magnet ruht, ist das gestrichene System und darüber wissen wir, es gibt da drin kein elektrisches Feld. Und somit ist das elektrische Feld, was wir jetzt in unserem ruhenden System sehen, dieses hier. Nach E umgestellt, dann dieses E hier durch minus V kreuz B ersetzt, das entsprechend alles ausgerechnet. V ist gleich x Omega, wobei x ganz einfach hier der Abstand ist von A bis zu irgendeinem Punkt, der hier auf der Kontur liegt. Und wir bekommen eine Spannung, die ich einfach mal als UAB berechne. Also es ist nicht eine Spannung gemeint im Sinne von einer Potentialdifferenz. Und die ist negativ. Das heißt also, es geht nicht hier von Plus nach Minus, sondern von Minus nach Plus. Gut, das heißt also, wir haben hier einen Wert. Wie der nun hier genau aussieht, das ist gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben wir hier eine Spannung, die ein Voltmeter messen kann. Kommen wir nun zu der rechten Seite.
Rechte Seite heißt, wir schauen uns jetzt diese Strecke an und wir schauen in unserer Skizze, die wir gleich sehen werden, von hier auf den Magneten. Das heißt also, wir berechnen das Kurvenintegral von c nach d auch über den Radius groß R. Hier natürlich wieder die gleiche Argumentation. Wir bewegen uns von hier nach hier für das Kurvenintegral. Hier habe ich nun mal entsprechend das Koordinatensystem eingezeichnet. Das heißt also, die y-Achse zeigt aus der Zeichenebene heraus. Ja, und hier bekommen wir dann auch wieder einen negativen Wert. Das heißt also, wir haben hier ein Minus und hier ein Plus. Schauen wir das jetzt nochmal in unserer gesamten Skizze an. Das heißt, bei unserem A haben wir ein Minus, bei unserem B ein Plus, bei unserem C ein Minus und bei unserem D ein Plus. Und jetzt können wir insgesamt für diese Kontur unsere Gleichung aufstellen, denn hier haben wir b in Richtung unseres drs und hier sehen wir, das hier ist ein Spatprodukt und wenn dr und b parallel ist, dann ist das Spatprodukt schon mal 0. Das heißt also, das Kurvenintegral hierüber ist 0 und wir können schon mal eintragen, dass hier unser u ab 0 ist. Ja, und jetzt können wir daraus unsere Spannung U1 berechnen. Wir können also hier sehen, die Spannung U1 ist das Doppelte betragsmäßig von dieser Spannung, denn die Beträge von dieser Spannung und von dieser Spannung sind gleich groß. Hier messen wir also die doppelte Spannung von dieser Spannung. Und zwischen AC ist in diesem Kurvenintegral die Spannung 0. Also nochmal zusammengefasst, wenn ich mit meinem Spannungsmesser diese Spannung hier messe, indem ich von außen irgendwie dran halte, davon bin ich hier ausgegangen, also diese Leitungen befinden sich alle außerhalb des B-Feldes, dann haben diese Leitungen überhaupt keinen Einfluss. Diese Spannung ist betragsmäßig so groß wie diese Spannung und diese Spannung ist doppelt so groß vom Betrag her wie diese Spannung. Und hier zwischen können wir sehen, wir nehmen diese Kontur, die hier in diesem Bereich in der Praxis, wenn ich irgendwelche Dreckeffekte vernachlässige, überhaupt keinen Beitrag zum Kurvenintegral habe. Und wenn die Kontur hier rüber geht, habe ich ja mit der gleichen Argumentation wie eben auch keinen Beitrag. Das heißt, mir wird die Spannung U2 gleich 0 angezeigt. Worüber war der Experimentator nun überrascht? Der Experimentator hatte schlicht und einfach gesagt, ich habe hier eine Batterie und ich habe hier eine Batterie und die sind ja hier über eine Stange elektrisch leitend verbunden. Das heißt also, weil ich hier eine elektrisch leitende Stange habe, wird hier keine Spannung abfallen. Und da war er sehr überrascht, dass hier die doppelte Spannung zu messen ist. Und er hat gesagt, naja, hier habe ich ja die beiden Batterien in Reihe geschaltet, also muss hier zwischen die doppelte Spannung sein. Also er hat es direkt umgekehrt erwartet. Und das ist eben das Problem. Wir haben es nicht hier einfach mit Potentialdifferenzen zu tun, wie bei einer Batterie beispielsweise, wo wir diese Spannung so addieren können und können von irgendwo mit unserem Spannungsmesser ohne Berücksichtigung, wie die Leitungen verlaufen, irgendetwas messen. Wir müssen schon berücksichtigen, was unsere Kontur ist. Ich habe hier diesen Weg
diese Kontur hier ausgewählt, weil ich hierüber, naja, der Weg so ziemlich definiert ist und ich darüber etwas berechnen kann. Die Frage ist, was wäre zum Beispiel gewesen, wenn ich als Kontur diesen Weg gewählt hätte? Natürlich muss die Spannung von meiner gewählten Kontur unabhängig sein. Das Problem ist nur, hier sind wir an einer Grenze. Was hier genau passiert, ist nicht klar. Deshalb möchte ich hierüber auch keine Kontur führen. Hier bin ich, zumindest von der Theorie her, außerhalb eines jeglichen B-Feldes und dann ist klar, dass mir hier kein Beitrag geliefert wird, sondern U eben die Spannung anzeigt, die für das Integral hierüber sich ergibt. Der Experimentator hat mit seinem Voltmeter auch die Spannung zwischen dieser Achse und hier gemessen, was das gleiche war wie zwischen dieser Achse und dieser Stelle. Wobei man sich überlegen muss, wie dann da wiederum die Kontur verläuft und wie die einzelnen Stücke des Kurvenintegrals aussehen. Also ganz einfach zusammengefasst, in dem Moment, wo man es mit Wirbelfeldern zu tun hat, kann man nicht einfach irgendwie zwischen zwei Punkten wählen und die ganze Sache so behandeln, als hätte man es mit Potentialdifferenzen zu tun, sondern man muss auch immer berücksichtigen, wo die Leitungen seines Spannungsmessers verlaufen, so dass man sich eine Kontur ausdenken muss, über die man dann das Kurvenintegral berechnet.